Also in meiner Familie ist es doch schon etwas bekannter, aber bei vielen muss man es doch nochmal erklären. Ich frage mich, was andere Leute in anderen Seminaren machen. Ja, ich gehe nebenbei noch ein bisschen Pizza fahren, das könnte ich zur Not auch länger machen. Nein, ich habe noch keinen Taxiführerschein gemacht. Hi, ich bin Jessica und ich studiere im 4. Semester im Bachelorstudiengang Geschichte. Hi, ich bin Luisa, 22 und studiere Soziologie und Kommunikationswissenschaft im 6. Semester. Ich bin Tammo, bin 21 Jahre alt, studiere Philosophie im Bachelor im 4. Semester und Germanistik als Ergänzungsbereich. Ich heiße Titus und ich studiere Medienforschung. Ich bin Jamie, ich studiere Sprachliteratur und Kulturwissenschaften mit den Vertiefungen Germanistik und Medienforschung. Mein Name ist André Jakob und ich studiere klassische Philologie. Ich bin Sophie und ich studiere internationale Beziehungen im 4. Semester. Und was kannst du später mal damit machen? Das kommt so ein bisschen drauf an, eigentlich alles und nichts. Also man hat viele Möglichkeiten, also viele wissen das auch tatsächlich gar nicht, aber man kann zum Beispiel den Klassiker wählen, im Museum zu arbeiten, im Archiv. In der Öffentlichkeitsarbeit, in der Vereinsarbeit. Taxifahrer ist eine gute Jobmöglichkeit. Man kann in die Forschung gehen, man kann in die Bibliothek gehen, um da zu arbeiten. Aber auch im Journalismus oder später auch in der Politik, also das sind nur einige Beispiele von vielen. Und musst du diese Frage eigentlich bei jeder Familienfeier immer wieder beantworten? Tatsächlich ja, also die kommt sehr oft, die Frage. Immer, überall, jedes Mal, wenn ich auf Menschen treffe. Ja, ich habe so ein Schild, das klebe ich mir dann auf den Kopf und dann fragt das keiner mehr. Es kommt vielmehr die Frage, was ist das überhaupt? Und dann kommt die Frage, was ich damit machen möchte. Und vor allem, ob ich Lateinisch sprechen kann. Kannst du? Kann ich nicht. Das lernen wir nicht. Du hast es schon gesagt, aber hast du zur Not auch schon einen Taxiführerschein gemacht? Nee, da bin ich noch dran. Da bin ich tatsächlich noch dran. Nein, ich habe noch keinen Taxiführerschein gemacht. Das kommt dann erst nach dem Studium. Ich gehe nebenbei noch ein bisschen Pizza fahren, das könnte ich zur Not auch länger machen. Warum hast du dich für genau deinen Studiengang eigentlich entschieden? Weil ich Sprachen interessant finde und soziale Medien auch sehr interessant finde und eigentlich täglich da drauf bin. Ich hatte einfach sehr Lust auf theoretische Arbeit. Ich wollte nicht gleich zum Beispiel in diese Lehramtsschiene rein, wo man dann ja nur diese eine Möglichkeit hat, sondern ich wollte mir das wirklich bewusst offen halten. Ich habe am Anfang tatsächlich mal Physik studiert. Und mir ist aufgefallen, erst im Physikstudium, dass ich Mathe überraschend hasse. Und habe dann im Studium so ein bisschen geguckt, okay, was fand ich irgendwie so damals noch cool. Und habe dann für mich herausgefunden, dass Diskutieren voll fancy war. Habe gedacht, ey, guckst dir mal Philosophie an. Ich sehe bei internationalen Beziehungen den Vorteil, dass es eben nicht nur eine Geisteswissenschaft ist, sondern man mit Politikwissenschaften, Rechtswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften sozusagen 3 Standbeine hat. Aber warum studierst du ausgerechnet an einer technischen Universität eine Geisteswissenschaft? Ja, weil es das halt hier gibt, weil ich hier gewohnt habe. Hier kann man ja alles Mögliche studieren. Dresden ist die Stadt der Kunst und Kultur, also was möchte man mehr? Stimmt es eigentlich, dass ihr an den Seminaren nur rumlabert? Ja. Nee, ich frage mich, was andere Leute in anderen Seminaren machen. So ziemlich schon, aber nicht nur quantitatives, sondern auch qualitativ hochwertiges. Und Diskussionen können auch unheimlich viel Spaß machen. Natürlich reden wir viel, aber wir lesen auch viel, was logisch ist. Und in Logik müssen wir auch rechnen. Simples Rechnen, aber wir müssen rechnen. Was waren deine Lieblingsfächer in der Schule? Meine Lieblingsfächer waren tatsächlich Mathematik und Chemie. Sport, Musik, Kunst. Deutsch und Geschichte. Wenig überraschend Politik. Mathe und Physik. Das sind ja gar nicht die typischen geisteswissenschaftlichen Fächer. Nee, aber irgendwie Mathe habe ich immer noch super viel, weil ich Medieninformatik im Ergänzungsbereich habe und da ist es dann auch noch oft dabei. Engagierst du dich auch neben dem Studium ehrenamtlich? Ja, das auf jeden Fall. Also im Fachschaftsrat der Philosophischen Fakultät. Letztes Jahr war ich auch noch im Studierendenrat und Studiengangskoordinatorin für die Soziologie. Ich bin tatsächlich in mehreren TU-Gremien drin, also im Fachschaftsrat zum Beispiel. Ich bin in einer politischen Jugendorganisation aktiv und in einer Initiative, die heißt Dresden Postkolonial. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr das letzte Video von der Sitzgelegenheit zu Maschinenbaustudis sehen wollt, dann drückt hier oben und wenn ihr weitere Videos von der TU Dresden sehen wollt, dann drückt hier unten. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Achso, jetzt habe ich so blöd geklappt.